Hallo, hier ist Maini. Hier auf meinem Kanal habe ich euch bereits gezeigt, wie man Rehrücken im Ganzen am Knochen zubereiten kann, rosa bis blutig. Dann habe ich euch noch gezeigt, wie man Rehrücken mit einer Walnuss-Kräuterkruste sozusagen zubereiten kann. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr aus Rehrückenfilets Schinken zubereiten könnt. Die Rehrückenfilets habe ich selbst gepökelt und natürlich in Buchenholz auf einem Thymian-Rosmarinrauch selbst geräuchert. Die Rehrückenfilets habe ich von den Silberhäutchen befreit und blende für euch jetzt die Gewürze ein. Das kleinere Stückchen würze ich etwas anders als das große Stück, weil das kleinere Stückchen ein Geschenk für jemanden ist. Nach dem Würzen kommen sie entweder vakuumiert oder kompakt abgedeckt in den Kühlschrank, aber so, dass sie in ihrem eigenen Saft liegen. Der Saft tritt aus, weil unser Salz Feuchtigkeit entzieht. Trotzdem solltet ihr die Stücke 1- bis 2-mal am Tag wenden, damit alles schön gleich verteilt ist. Man spricht hier übrigens vom Pökeln in Eigenlake. Da die Rückenfilets relativ dünn sind, lasse ich sie etwa 7 Tage in der Eigenlake. Dann kommen sie raus, werden im kalten Wasser abgewaschen und gründlich trocken getupft. Damit die Rehrückenfilets den Räucherrauch aufnehmen können, dürfen sie natürlich nicht feucht sein von außen. Das heißt, ich hänge sie 2 Tage lang in meinen Keller auf und lasse sie dort an der Oberfläche trocknen. Diesen Vorgang des Trocknens nennt man auch Durchbrennen. So sehen die Stücke nach dem Durchbrennen aus, angenehm trocken. In meinen Sparbrand gebe ich jetzt Buchenspinne bzw. Buchenmehl, Thymian und Rosmarin rein, weil ich beim Verbrennen einen Thymian-Rosmarin-Rauch erzeugen möchte. Ihr könnt beispielsweise auch Wacholderbeeren nehmen oder einfach alle Gewürze weglassen. Mein Sparbrand wird dann angezündet und die Stücke werden jetzt kalt geräuchert. Die Schnecke bzw. mein Sparbrand dauert etwa 12 Stunden, bis er einmal komplett durch ist. Nach 12 Stunden kommen die geräucherten Teile für einen Tag wieder in den Keller und werden danach nochmal für 12 Stunden kalt geräuchert. Mehr als 24 Stunden räuchere ich solche kleinen dünnen Stücke nicht. Wenn die Fleischstücke nach dem zweiten Räuchergang aus dem Räucherofen rauskommen, hatten sie bei mir ungefähr 18% Gewichtsverlust gehabt. 18% des ursprünglichen Gewichts. Das weiß ich deswegen, weil ich jeden kleinen Schritt sozusagen abmesse bzw. abwiege und in einer Excel-Liste festhalte. Angestrebt wird meistens ein Gewichtsverlust zwischen 30 und 35% des ursprünglichen Gewichts, weil man dann davon ausgehen kann, dass die Mikroorganismen sich quasi nicht mehr fortbilden, weil ihnen die Feuchtigkeit entzogen wird. Stichwort Haltbarmachung durch Gewichtsverlust. Ich lasse gerne meine Fleischteile noch mehr trocknen, also bis 50–55% manchmal des ursprünglichen Gewichts, weil durch den Verlust des Gewichts sozusagen noch mehr Geschmack in weniger Masse vorhanden ist. Das heißt, durch den Gewichtsverlust wird der Geschmack intensiviert. Das heißt, meine Fleischteile kommen jetzt nach dem zweiten Räuchergang wieder in den Keller, werden dort aufgehangen und dürfen gerne weiter trocknen. Wichtig ist nur, dass man das jeden Tag beobachtet und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die anfangen weniger an Gewicht zu verlieren und da müsste man überprüfen, ob die Fleischstücke einen Trockenrand bekommen haben. Trockenrand bedeutet, ob sie von außen trocken geworden sind. Wenn ja, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die Feuchtigkeit von innen nicht mehr raus kann sozusagen, weil eben draußen dieser Trockenrand ist. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Fleischstücke zu vakuumieren, für 5 oder 10 Tage im Kühlschrank zu lagern, vakuumiert und dann geht die Feuchtigkeit sozusagen von innen wieder nach außen und dieser Trockenrand wird gelöst. Wenn das Endgewicht von 30, 40, 50%, wie viel ihr auch immer haben wollt, erreicht ist, dann könnt ihr das natürlich anschneiden und essen. Wenn es noch nicht erreicht ist, kommt es aus dem Vakuum wieder raus und geht wieder in den Keller zum Abhängen, bis es so lange trocknet, sozusagen, bis euer Wunschgewicht erreicht ist. Bei mir waren das am Ende 53% Gewichtsverlust des ursprünglichen Gewichts und dadurch ist der Geschmack richtig intensiv geworden. Dann einfach ganz dünne, hauchdünne Scheiben runterschneiden und es mit Butter, Brot oder einfach so genießen. Probiert es aus, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, gesund zu bleiben. Bis bald.